Kennst du ihn? Wann war das? Vor 2 Jahren gegen Hagen. Schon einer der besten Momente in meiner Karriere. Kennst du den? Das Interview mit Moritz Plescher, Take 1. Und dann boom. Achso, soll ich schon? Das Interview mit Moritz Plescher, Take 1. Das ist natürlich auch cool, Kofferraum zu. Going to practice. Man muss sagen, dass immer das Erste, was so über mich gesagt wurde oder was ich auch nennen würde, wäre so mein Wurf. Das ist auf jeden Fall was, wovon ich lebe und wo ich auch viel Zeit investiere. Trotz allem würde ich sagen, dass auch eine meiner großen Stärken so dieses Verständnis ist, Situationen zu erkennen und eben auch sich selber mal zurückzunehmen, damit andere halt quasi erfolgreich sind. Dieses Ergebnis, also 0 und 5 standen wir ja, hat nicht wirklich widergespiegelt, wie wir in den Wochen davor dann gearbeitet haben. But what is toughness? Makes me wonder. I think just doing your job consistently and not backing down. I feel like that's tough to me. Wir Spieler waren alle so ein bisschen natürlich frustriert, aber uns war auch allen bewusst, auch weil die Coaches das, glaube ich, sehr gut rübergebracht haben, dass es eine lange Saison ist und dementsprechend war da so ein bisschen eher Zuversicht, dass es irgendwann klappen muss. Bis dahin waren etliche Spiele schon gespielt und Düsseldorf war auch jetzt nicht oben in der Tabelle anzutreffen. Von daher sagst du, okay, das ist jetzt eigentlich ein Must-Win. Ich muss dieses Spiel gewinnen. In so einem Spiel ist Druck da. Das Duell des Tabellen 16 gegen den Tabellen 17. 2 von 4 Mannschaften in der Liga, die bisher noch bei 0 Siegen in dieser Saison stehen. Ja, das Spiel in Düsseldorf geht los und wir haben eine krasse Energie auf dem Feld. Haben mit hohem Tempo die ersten paar Körbe erzielt und ein Wahnsinns-Selbstbewusstsein entwickelt. Du hast sofort gemerkt, so heute kann was richtig Gutes passieren. Warnung und dann der Stil von Demonia und jetzt kracht's. Ich hatte den Eindruck, dass wir so fast ein bisschen zu selbstbewusst wurden und dann Düsseldorf anfing, einen kleinen Run für sich zu starten. Und den Dreier trifft. Dann ist es natürlich so, du spielst auswärts, das Spiel wird immer knapper, du hattest eigentlich das Gefühl, du bist heute irgendwie die bessere Mannschaft und startest auch sehr stark und plötzlich wird das Spiel einfach immer enger. Und Düsseldorf führt zum ersten Mal in dieser Begegnung 49-48. Das war so ein bisschen wie so ein Heavyweight-Boxkampf, würde ich sagen, dass beide sich so ein bisschen hin und her gegeben haben und keiner wollte so als Verlierer vom Feld gehen. Und so sind sie wieder auf 3 Punkte dran. Und am Ende kamen dann natürlich diese Würfe von dem Aufbauspieler, die uns natürlich so ein bisschen wie so ein Stich ins Herz waren. Hart hat ihn. Verteidigt von Baker. Hart, tiefer Dreier. Isaiah Hart für 3. Das ist doch unfassbar. Mit 5 Sekunden noch zu gehen, bringt Isaiah Hart die Giants in die Führung. Es scheint ganz so, als wird sich das Spiel hier jetzt entscheiden. Coach hat einen super Play-Call gemacht, weil er halt quasi wusste, dass die wahrscheinlich hinter mir herrennen würden. 5,1 Sekunden. Also es ist einem gar nicht bewusst, wie wichtig das eigentlich gerade ist, sag ich mal. Malmö ins Spiel, schönes Anspiel auf Moritz Plescher. Ball geht zu Isaiah Hart. Hart, ne, der ist zu kurz. Bayreuth gewinnt. Super verteidigt und das ist sicherlich auch nicht der Abschluss, den er da gewollt hat, aber den musste er nehmen, mit nur noch etwas über 3 Sekunden zu gehen. Was für ein Herzschlagfinale. Ich wollte ein paar Worte sagen, wurde aber direkt unterbrochen mit einer Wasserdusche. Und viel zu sagen gab es ehrlich gesagt auch nicht, weil am Ende waren wir einfach riesig froh darüber, das Ding geholt zu haben und hatten alle das Gefühl, jetzt können wir einen Run für uns starten und
die Saison in die Richtung drehen, in der wir sie haben wollen. Beautiful, guys. I'm fucking proud. Let's go. And let's be careful, Dayon got a little too happy on the floor. Good job, y'all. Way to fight, way to compete, way to stick together. One, two. Ja, nach dem ersten Sieg gegen Düsseldorf ging es dann nach Vechta. Gleich das zweite Auswärtsspiel in Folge gegen die zweite Mannschaft in Folge, die zu dem Zeitpunkt noch ohne Sieg war. Für uns ging es einfach darum, Vollgas in das Spiel reinzugehen, von Anfang an die richtige Energie zu zeigen und zu zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Und wir haben das über weite Strecken extrem gut gemacht. Haben das Spiel aus meiner Sicht dominiert über 3/4 und dann ein bisschen Fuß vom Gas genommen. Und ja, so kam Vechta noch mal ein bisschen näher ran, aber am Ende war es nie wirklich gefährdet und ein guter Schritt für uns, zweiter Sieg in Folge. Also das Wichtigste fehlt noch für die Fahrt, nämlich Wizard. Das spielen wir immer mit 5, 6 Leuten auf der Rückfahrt und auf der Hinfahrt meistens oder im Hotel. Was passiert hier gerade? Komm, wer? Du kennst jetzt 2 Karten von mir. Ich glaube, man sieht so ein bisschen, was ich für eine Art von Typ bin, wenn ich Kniffel spiele mit meiner Freundin zum Beispiel. Also ich hasse es zu verlieren. Da sind auch schon manchmal so die Sicherungen durchgebrannt, dann habe ich den Stift zerbrochen oder so. Dejan 100, ich 120, Louis 180, Nat 190 und Tim 260. Vorletzter. Ey, Mo, willst du ganz kurz, ganz kurz. irgendwas sagen? Das ist nicht der Standard. Und das beschreibt mich so ein bisschen, glaube ich. Ich bin sehr so competitive und will immer so die Herausforderung haben, egal ob ich jetzt eine Runde Kniffel spiele oder halt hier in der Halle ein Spiel spiele. Ich glaube, ich bin so jemand, der immer gewinnen will. Ja, Moritz war natürlich schon unter Vertrag. Ich war sehr, sehr froh darüber, zu wissen, dass wir ihn hier in der Mannschaft schon sicher hatten. Ja, für mich war klar, mit ihm haben wir einen der besten Werfer dieser Liga, auch in dieser Saison bei uns im Team. Und wir haben einen Menschen, der extrem motiviert ist, sich zu entwickeln, der sich hier auch sehr, sehr wohl fühlt, der gerne hier ist. Unfassbar gute Arbeitseinstellung hat. Immer einer der Ersten in der Halle, immer einer derjenigen, die am längsten bleiben und am meisten Würfe nehmen. Und ja, jemand, der sich auseinandersetzt mit der Situation, mit seinem Spiel, der jeden Tag besser werden will. Eine absolute Führungspersönlichkeit und jemand, der auch eine große Zukunft vor sich hat. Das Memory von mir. Aber jetzt, also, wenn du jetzt mal das anschaust, schon nicht schlecht, oder? Ja, also Basketball ist schon eigentlich in dem Moment, wo ich auf die Welt gekommen bin, Teil von mir gewesen, durch meine Familie, weil meine Mama eben selber sehr erfolgreich gespielt hat. War mehrmals deutsche Meisterin und Pokalsiegerin und dementsprechend ist sie dann Trainerin in unserer Heimatstadt geworden und so bin ich dann ein bisschen zum Basketball gekommen und habe da quasi, ja, das in meine Wiege gelegt bekommen. Als erster Standort war ja Mettmann und danach, als ich dann so ein bisschen professioneller wurde in Richtung JBL, also U16, bin ich dann nach Essen gewechselt, beziehungsweise Recklinghausen und habe da dann gespielt. Und da hatte ich einen Trainer, der halt schon sehr früh uns sehr viel beigebracht hat über Teambasketball, über X's and O's, also wo steht man, wie verhält man sich in Situationen, lesen. Und das hat mich sehr geprägt. Dann war ich ja ein Jahr in den USA darauf, wo ich halt eine ganz andere Kultur, Basketballkultur kennenlernen durfte. Und bin dann ja nach Bamberg gekommen und da war ich dann 4 Jahre und das hat mich dann schon sehr geprägt. Da habe ich dann halt bin ich die Leiter so ein bisschen hochgeklettert über Pro A, Pro B und dann eben in die BBL. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich halt irgendwie auch ein bisschen mehr spielen will und habe dann nach dem Jahr gesagt, okay, ich gehe nach Jena, die sehr ambitioniert sind und einen jungen Trainer hatten. Dann in Jena bin ich im Endeffekt, war ich dann 2 Jahre und dann im ersten Jahr waren wir im Halbfinale von den Playoffs, also auch ganz knapp am Aufstieg vorbei geschraubt und im zweiten Jahr ist es dann nicht so gut gelaufen und da habe ich dann auch relativ schnell wieder für mich gemerkt, okay, vielleicht brauche ich eine neue Situation und dann kam eben Bayreuth, was echt super Angebot war, einfach in der Hinsicht, dass ich halt wieder ein bisschen mehr Spielzeit kriegen kann und wieder so ein bisschen mehr zu mir selbst zurückfinden kann.
Und ich glaube, das habe ich bisher auch relativ gut hinbekommen und fühle mich auch hier, wie gesagt, sehr wohl. Und ich glaube, das war auch der richtige Schritt auf jeden Fall. Hier so ein bisschen alles andenken, hier so an meine Karriere, sage ich mal. Hier 3-Punkte-Contest gewonnen. Und hier kommen so alle meine besten Teammates mit rein, weißt du? Aus Jena, aus Baunach-Zeiten. Da kann man schon auch manchmal so ein bisschen stolz sein, aber das vergisst man halt voll, weißt du? Man lebt immer so im Jetzt, so, weißt du? Also wenn man halt auch irgendwie die Saison noch besser spielen will und noch besser machen will, so, weißt du? Und da vergisst man, was man schon alles so, welche Leute man schon auch so kennengelernt hat und so durch Basketball und sowas. Das ist schon besonders, muss man sagen. Crazy, das habe ich lange nicht mehr angeguckt, die ganzen Artikel. Vor dem Spiel gegen Dresden war für uns das Ziel natürlich klar. Du willst zu Hause den ersten Sieg holen. Und wir hatten alle das Gefühl, dass wir auf das nächste Niveau gekommen sind und deutlich besser geworden sind über die Wochen. Dresden auf der anderen Seite mit dem Rücken zur Wand, hatten zu dem Zeitpunkt 6 Spiele in Folge verloren, mussten unbedingt gewinnen. Und für uns war vor dem Spiel klar, wenn wir eine Chance haben wollen, das Spiel zu gewinnen und 3 in Folge zu gewinnen, dann müssen wir mit derselben Verzweiflung an das Spiel rangehen, wie das Dresden tun würde. Weil es war klar, Dresden wird ums Überleben kämpfen nach 6 Niederlagen in Folge. Wie vermutet, spielt Dresden mit einer starken Energie, kämpft um jeden Ball, versucht uns auch irgendwie aus der Komfortzone zu bringen und auch zu verwirren durch immer wechselnde Zonen. Wir schaffen es dann trotzdem, Richtung Ende drittes Viertel einen Run zu starten und auch deutlich in Führung zu gehen. Durch den einen oder anderen Fehler defensiv geben wir Dresden die Chance, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und ja, so wird es ein offener Schlagabtausch am Ende, denn der leider nicht in unsere Richtung geht. Ja, das Spiel ist zu Ende. Wir verlieren mit einem Punkt gegen Dresden und die Enttäuschung ist natürlich überall zu spüren. Ja, ich glaube, wir sind die da eigentlich am meisten Schmerzen haben oder Probleme mit haben, wenn wir verlieren, weil uns bedeutet das natürlich sehr viel. Das ist unser Job so. Und wir wollen auch die Fans, die hier sind, so stolz machen. Und dementsprechend ist das für uns dann auch eigentlich immer mit das Schwerste, wenn man halt das nicht schafft. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz Hauchdünner Sieg für die Titans aus Dresden. Wir sind in einer Saison gerade, in der wir beide Spiele, die auf Augenhöhe sind, finanziell gewonnen haben, und zwar auswärts nach einem 0:5 Start. Wir starten 0:5 gegen Mannschaften, wo wir gegen keine dieser Mannschaften auf dem Papier gewinnen müssen. Natürlich wollen wir gewinnen, so wir gehen da jedes Mal hin, um zu gewinnen. Und wir waren auch competitive in vielen Spielen. Aber wir verlieren da die Spiele, die man auf dem Papier verlieren kann. Haben 2 Auswärtsspiele in Folge als eine super junge Mannschaft, eine der jüngsten Mannschaften der Liga, und gewinnen beide. Und alle unterhalten sich jetzt gerade darüber, dass wir mal ein Spiel gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe verloren haben. Wir müssen unsere Erwartungshaltung anpassen, weil sonst werden wir durch diese Saison mit unfassbar viel Wut und Frustration gehen und wir werden uns einfach nur gegenseitig runterziehen. So kommen wir kein Stück weiter als Bayreuth. Ich würde diesen Verein wahnsinnig gerne nach oben bringen und weiterbringen und nach vorne bringen, aber das funktioniert nur, wenn wir alle verstehen, wo wir stehen gerade. Natürlich hätten wir besser sein können, aber wir sind nicht Bayreuth von vor was weiß ich wie vielen Jahren, ein Champions League Team, wofür das ein Must-Win ist und man sagt, oh, wir müssen gegen Dresden gewinnen. Natürlich wollen wir zu Hause gewinnen. Aber wir müssen anfangen, das einzuordnen, weil sonst werden wir uns alle gegenseitig zerfleischen. Das macht keinen Spaß.
Wir waren in der Saison 22/23. Das war die erste Saison, in der wir Pro A gespielt haben. Wir haben es geschafft, langjährige Sponsoren weiterhin an uns zu binden. Aber wir wussten auch, dass wir, um weiterhin diesen wirtschaftlichen Anforderungen standhalten zu können, auch jemanden brauchen, der wieder an vorderster Front, auch mit dem entsprechenden Budget, uns unterstützt und das ganze Thema hier in Bayreuth weiter pusht. Mein Name ist Christian Frank. Ich war beim BBC Bayreuth zuständig für den Bereich Vertrieb und Marketing. Das Witzige war, das war ein Office-Tag wie jeder andere. Ich sitze an meinem Schreibtisch, mache meine ganz normalen To-Dos. Es kam dann eine E-Mail in mein Postfach von einer Anwaltskanzlei. Die Kanzlei hat dann für einen ihrer Mandanten ein Sponsoring angefragt. Und in dem Fall war es dann so, dass ich das natürlich in meiner Funktion ernst genommen habe, weil jede Möglichkeit hätte der rettende Strohhalm am Ende des Tages sein können. Ich hatte dann eine Nachricht bekommen, dass ich doch eingeladen werde zu einem persönlichen Gespräch nach Selbitz zum Unternehmenssitz von Medikamente per Klick. In dem Besprechungsraum saß dann ein Gremium von 4 bis 5 Personen waren es und haben mich alle erwartungsvoll angeschaut. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es mit einer besonderen Szene los und es war die Szene, als am Spieltag zuvor Moritz Plescher hier in der letzten Sekunde in der Oberfrankenhalle den Sieg für uns geholt hat. Ich glaube, das war der Startschuss und der Moment, wo sich auch emotional dann das ganze Thema entwickelt hat. Es war ja damals auch der Zeitpunkt, wo wir das Thema neue Gesellschafter ja auch versucht haben, um uns zu scharen. Das war ein Termin, wo ich zusammen mit Friedrich im Café Louis mit einem potenziellen Gesellschafter einen Termin hatte. Und in dem Termin kam dann der Anruf von Hergen. Ich habe dann quasi die Gäste kurz gebeten, mich zu entschuldigen, bin vor die Tür. Natürlich mit 1000 Gedanken, die mir zu dem Zeitpunkt durch den Kopf gingen, weil ich wusste, dass die Sponsoring-Pakete, die ich angeboten hatte, wirklich von bis alles hätten bedeuten können. Und dann stand ich außen und er hat gesagt, Herr Frank, wir nehmen die Trikotbrust. Dann war kurz Stille, weil ich erst mal realisiert habe, was es für uns als Standort, was es für uns als Basketballfamilie hier in Bayreuth bedeutet, perspektivisch. Und ich hatte auch mit ihm schon gesprochen, dass es natürlich absolut sinnvoll und gewinnbringend wäre, wenn dieses Engagement nicht nur jetzt für ein Jahr geschlossen wird, sondern auch mit der Perspektive gleich für 2 Jahre, um sowohl Medikamente per Klick als auch uns die Möglichkeit zu geben, mit dieser Finanzspritze auch entsprechend zu arbeiten und auch die Langfristigkeit in das Projekt zu sehen. I think today, honestly, is only about us. We need to make today about us and about how we approach this game. So let's make sure everybody in this room, everybody, gives 100% energy from the first second till the last second. If we watch the film next week, we need to see a team that's fucking energetic. But in the beginning, make sure we move the ball, we play together, we play as a team. Let's go, boys. Go! Energy. 40 minutes, everybody. One team. I need all the wins, yeah. Hey, no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve.
First of all, I think after a heartbreaking loss like Dresden, we did a terrific job of bouncing back. So we need to make sure that every day we play like we played today. Because everybody in this room knows we would have kicked Dresden's ass on Friday with this performance. So we need to make sure that this, no matter what happens, if we face a team that's 10 losses in a row, it doesn't matter. We need to play our brand of basketball. And you see today, if we play our brand of basketball, there is no team in this league that we cannot play with. But we only have it if we learn to do this every fucking day. Häufig ist es so, wenn du so viele Spiele hintereinander verlierst, dann brichst du auseinander. Dann glaubt vielleicht so eine junge Truppe nicht mehr an das Konzept, was der Trainer möchte. Dann zweifelt vielleicht der Trainer an gewissen Entscheidungen. Nee, man hatte, finde ich, schon das Gefühl, dass die Jungs sich da zusammen durchgekämpft haben und allgemein der Verein sich da zusammen durchgekämpft hat. Ja, vor dem letzten Spiel gegen Kirchheim, für uns natürlich auch das letzte Spiel vor dem Fieberbreak, war auch die Ausgangssituation relativ klar. Auswärtsspiel gegen den zu dem Zeitpunkt Drittplatzierten der Liga. Und für uns ging es wieder darum, zu schauen, ob wir uns erneut beweisen können, dass wir mit jeder Mannschaft in dieser Liga mithalten können. Hurra! Hurra! Die Bayreuther sind da! Hurra! Hurra! Die Bayreuther sind da! Hurra! Hurra! Die Bayreuther sind da! Ja, es hat uns wahnsinnig viel bedeutet, dass die Fans nach Kirchheim mitgekommen sind. Es war teilweise so Heimspielatmosphäre in manchen Momenten, ne, weil die eine Wahnsinnsenergie reingebracht haben und uns unterstützt haben die ganze Zeit, hinter uns standen. In dem Spiel haben wir es geschafft, dass unsere Defense so ein bisschen diktiert hat, wie wir auch offensiv spielen. Wir sind gut rotiert, haben uns gegenseitig geholfen und dadurch haben wir es dann geschafft, so ein Momentum zu kreieren. This is why we are up right now. It's simple. It's our activity on the ball, but especially off the ball. Our willingness to help each other out. We have a lot of situations where, for example, we're fronting, the ball is flying, the next guy is flying, and the guy behind him is flying again to the next position. This is why we are as good as we are right now. We keep doing this for 20 minutes, we put ourselves in position to win this ball game. As simple as that, no matter what the fuck we do on offense. Keep it up, guys. Come on, 20 more minutes. We get this one. Bring this one home. Come on, one more hand. Not energy. Family on three. 1, 2, 3. Family. Ja, es hat echt Spaß gemacht und man muss sagen, dass man auch danach dann so diese Begeisterung gespürt hat und die Freude gespürt hat.
war ein toller Moment und irgendwie auch natürlich auch ein perfekter Abschluss für einen sehr herausfordernden ersten Stretch in der Saison, bei dem ich aber glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Entwicklung als Mannschaft genommen haben. Nach dem Kirchheim-Spiel, was so erfolgreich war, kam dann Nürnberg, was ja auch immer ein Derby ist und natürlich nochmal ein bisschen extra Spice dabei hat. Und das Besondere war natürlich auch die Ehrung von Basti Doret. Aber in Erinnerung bleiben am Ende vor allem die nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld sich mit dem Standort identifizieren, die immer alles geben, nicht nur für den Club, auch für die Stadt. Deshalb werden wir auch deine Nummer zu Ehren halten für all die Zeit, für alles, was du für uns getan hast. Vielen, vielen Dank. Dass die Nummer nicht mehr vergehen wird, ist jetzt mir persönlich nicht ultra wichtig. Was mir eher wichtig ist, nochmal so einen offiziellen Rahmen nochmal zu haben, um mich persönlich auch zu bedanken bei allen, die mich begleitet haben in dieser Zeit hier. Das ist auch auf jeden Fall ein Spieler, zu dem, glaube ich, viele deutsche junge Spieler hochschauen können, weil der ein unglaubliches Commitment zu Bayreuth gezeigt hat, aber auch zum deutschen Basketball. Und dementsprechend war das auch für uns Spieler, glaube ich, ein besonderer Moment, dass man da ein bisschen so einen kleinen Anteil haben durfte. Was natürlich am prägendsten mit war natürlich auch die Verbindung zu den Fans. Sie tragen auch diese Werte mit und das fand ich immer herausragend, wie eng und respektvoll man miteinander umgegangen ist, wie treu diese Fans waren. Ja, und das hat mir unfassbar viel gegeben und das war definitiv die schönste Zeit in meiner Karriere, war hier in Bayreuth. I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. I need my bag, just run me the check. Cable was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. This shit be a shit, dog, I'm cutting the net. I thought I told them I cable my spot. They told me time is like money, that's why I done made it. I sweated, I'm spending a lot. They never seen the hours I put in to get here, they only just see what I got. I spent my time in the lab all this winter, I sweated the summer is gonna be hot. I cannot lie on this shit, I paid a lot for this shit. Ja, gegen Nürnberg im ersten Viertel hat alles geklappt, hatte man das Gefühl. Ich glaube, ich habe 3 Dreier früh am Anfang getroffen und wir haben als Team auch gut den Ball bewegt und hatten dann eine 8-Punkte-Führung. Took a little break, but I swear that I'm back. Going ask anybody, put a city on the map. They was trying to call when they sent a contract, but I never reply, let's just send it for the max. Everything I said, man, they know it's all facts. Told them if they want a verse, and they go and get text. Told them last year that I'm coming for it all. Go and check the numbers, dog, I'm putting up stats. Yeah. I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. I need my bag, just run me the check. Cable was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. This shit be a shit, dog, I'm cutting the net. The main message here is finishing possessions. There's also something about being out of balance and not using fouls. Because if you're out of balance, you don't use a foul. Maybe there's tough situations for rebounds. Also something we can do better. But the main message is we need to finish possessions. Last 3-4 seconds of the shot clock fucking fly everywhere. More physicality, let's set the tone.
Let's set the tone. These guys are going to be desperate coming out at halftime. So make sure we set the fucking tone defensively. Nothing easy. Secure every fucking board and run. Let's go. Let's go. We got 20 more minutes. A lot of energy. Energy on 3. 1, 2, 3. Energy. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch für die Fans war wie für uns so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, sage ich mal. Und dass man dann so als Gemeinschaft das so zusammen feiern konnte, das ist natürlich schon was Schönes, wo man auch so ein bisschen belohnt wird für die guten Trainingswochen, die man davor hatte. Man muss ja schon sagen, dass wir eigentlich in sehr vielen Spielen competitive sind und viele Spiele auch so gestalten, dass wir uns in eine Situation bringen, um zu gewinnen und dann oftmals eben es nur an kleinen Dingen liegt. Das ändert schon so ein bisschen auch die Art und Weise, wie wir uns selber sehen, weil es jetzt nicht so ist, dass wir weit weg sind davon, ein Team zu sein, was auch viele Spiele gewinnen hätte können. Das ist, glaube ich, dieser Lernprozess, durch den wir gerade gehen und den wir verstehen müssen. Aber das ist natürlich frustrierend, besonders weil wir jung sind. Trotzdem ist es was wir, glaube ich, mitnehmen können aus der Situation, dass wir quasi probieren, aus diesen Spielen, die wir knapp verlieren, was mitzunehmen, dass wir die quasi dann, wenn wir das Team nochmal spielen, die dann vielleicht besiegen könnten. I think today is big time for us. Because we learned to win at home. And I think it's important. I don't know about you guys, but I feel like every one of us kind of had this feeling of, fuck, we gotta get one at home. Today we found a way to stay together. We found a way to close it out. We found a way to rebound way better in the second half, be way more aggressive on the boards. So we got our first home win. And the good thing about it is we got another home game next weekend. I think we can make it 3 in a row. We can make it 3 in a row. In this league right now, anybody can beat any team. And if we can find a way to use this momentum that we've just created with 2 in a row, I believe 100% we will give ourselves a chance to go for a third one against Trier. And this place will go crazy. Testosterone on 3. 1, 2, 3. Testosterone! 2 days off. Yeah!